Während ich das Kalbsfleisch von großen Fettschichten bzw. Silberhaut befreie und in etwa 50 Gramm große Stücke schneide, hier der Hinweis für alle, dass wir beim Gulasch die Zwiebeln 1:1 nehmen können. Das heißt, auf 1 Kilogramm Fleisch können wir 1 Kilogramm Zwiebeln nehmen. Ich verwende heute allerdings nur 500 Gramm Zwiebeln. Das Gulaschgewürz bestehend aus Knoblauch, Kümmel, Majoran, Thymian, Zitronenabrieb und auch gerne ein Lorbeerblatt gebe ich in einen Teebeutel bzw. in ein Gewürzsäcklein rein, damit ich die einzelnen Gewürze später nicht einzeln rausfischen muss sozusagen. Butterschmalz kommt in die Pfanne und die Zwiebeln kommen, anders als beim Ragout, zuerst in das heiße Fett rein und werden kräftig mit viel Farbe angeschwitzt. Erst danach kommt das leicht gesalzene Fleisch rein und wird ebenfalls scharf angebraten. Bitte nicht zu viel Fleisch auf einmal reingeben, nur so viel, dass der Topfboden bedeckt sein kann sozusagen. Jetzt kommt Tomatenmark rein und wird ebenfalls durchgeschwenkt. Unser Gewürzbeutel, so nenne ich das jetzt mal, kommt auch rein und das Ganze wird vorzugsweise mit der oben eingeblendeten Kalbsbrühe befüllt. Zur Not geht natürlich auch Wasser. Bitte vorsichtig salzen, weil das Ganze 1 bis 2 Stunden kocht und einreduziert wird. Danach kommen die Gewürze raus und das Fleisch ist bereits jetzt super zart. Paprikapulver gebe ich jetzt rein und mische alles kräftig durch. Wer jetzt unbedingt frische Paprikastreifen reingeben möchte, der kann das natürlich gerne tun, sollte aber so ungefähr 15 bis 20 Minuten das Ganze ziehen lassen. Einen Tag später schmeckt Gulasch viel besser, das heißt im Vorfeld zubereiten ist also kein Problem. Die fluffigen Kartoffelklöße und das Rotkrautrezept blende ich euch jetzt ein, abonniert mich und bleibt gesund.